Und damit sind wir ja auch direkt beim Krieg in der Ukraine. Mindestens 51 Tote, mehr als 271 Verletzte. Das ist die traurige Bilanz eines jüngsten russischen Angriffs auf die zentralukrainische Stadt Poltawa. Da ein Bereich des Militärinstituts für Telekommunikation getroffen wurde, soll es sich bei den Opfern größtenteils um Soldaten handeln. Und Präsident Selenskyj verurteilte diese Attacke der Russen dann scharf und forderte erneut mehr Unterstützung bei der Flugabwehr vom Westen. Unterdessen aber zeichnet sich auch eine große Regierungsumbildung in Kiew ab. Mehr von Perdita Heise. Immer mehr Opfer können nur noch tot aus den Trümmern geborgen werden. Und die Helfer suchen weiter nach Vermissten, wie diese Bilder aus den sozialen Medien zeigen sollen. Es ist einer der folgenschwersten Angriffe seit Beginn des Krieges. Die Raketenattacke auf die ukrainische Großstadt Poltawa, bei der eine Militärakademie und ein Krankenhaus getroffen wurden, vermutlich durch Iskander-Raketen. Unter den Toten viele Soldaten. Die Bevölkerung wurde zu Blutspenden aufgerufen und zur Hilfe bei der Versorgung der Verletzten. Der ukrainische Präsident Selenskyj versicherte am Abend: Wir wissen, dass sich noch Menschen unter den Trümmern befinden und wir tun alles, um so viele Leben wie möglich zu retten. Gleichzeitig erneuerte er seine Forderung an den Westen, schnellstmöglich den Einsatz weitreichender Waffen gegen militärische Ziele auf russischem Gebiet zu genehmigen. Ziel seien russische Militärflugplätze und Abschussrampen, um Angriffe schon von dort aus zu verhindern. Und Luftverteidigungssysteme und Raketen werden in der Ukraine benötigt, nicht in irgendwelchen Lagerhäusern. Langstreckenwaffen gegen den russischen Terror werden jetzt gebraucht, nicht später. Jeder Tag der Verzögerung kostet mehr Menschenleben. Um sein Land noch besser für den Kampf aufzustellen, hat Selenskyj auch einen Umbau der Regierung angekündigt. Medienberichten zufolge könnte auch Außenminister Kuleba die Entlassung drohen. Mehrere andere Minister haben bereits ihren Rücktritt eingereicht, unter anderem in den Ressorts Rüstung, Justiz und Umwelt. Denn die Lage an der Front bleibt schwierig. In der Region Donezk sind die russischen Truppen den ukrainischen personell und materiell überlegen und machen stetig Boden gut. Dabei gehen die russischen Soldaten offenbar mit aller Härte vor. Videos in den sozialen Medien zeigen offenbar, wie sie ukrainische Soldaten, die sich ergeben haben, standrechtlich erschossen haben sollen.